Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pure Morning Session. Wie schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Swantje und ich freue mich, dass du dich heute entschieden hast, eine Zeit mit mir auf der Matte zu verbringen. Und meine Einladung heute an dich ist etwas, was, glaube ich, viele von uns, inklusive mir, in unserem Alltag nur allzu gern vergessen oder was manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Und das ist, dir diese Qualität beizubehalten von dieser ganz spielerischen, ganz kindlichen Neugierde. Und ohne mit diesem Wunsch, dass etwas funktionieren muss oder dass du ein bestimmtes Ergebnis erhalten möchtest, einfach dir erlauben zu spielen und dabei natürlich auch zu fühlen und zu atmen. Und gleichzeitig, was da für mich immer mit reinspielt, wenn wir uns dieses Spielen erlauben und diese Freiheiten vielleicht auch, die wir sonst manchmal so festhalten, dass wir irgendwie uns scheuen, etwas Neues auszuprobieren. Wenn wir uns das erlauben, dann führt das häufig dazu, dass es uns auch leichter fällt, einmal den Blickwinkel zu ändern und die Perspektive zu ändern. Und das kann zumindest aus meiner Erfahrung durchaus häufig sehr hilfreich sein, das einmal zu tun. Also das ist meine Einladung heute an dich. Komm gerne einmal in deinen bequemen, aufrechten Sitz. Ruckel dich noch einmal zurecht. Und bevor ich es vergesse, schau einmal, dass du irgendetwas wie einen Gurt da hast. Das muss kein klassischer Yoga-Gurt sein. Das kann auch ein Kniestrumpf sein, eine lange Socke oder ein Bademantelgürtel, wenn du den nutzen möchtest. Vielleicht möchtest du ihn auch gar nicht nutzen. Und gerne 2 Blöcke oder dicke Bücher, dass du irgendwas hast, was du einfach nutzen kannst, um die Erde ein bisschen näher zu dir ranzubringen. Leg das für den Moment aber gerne erstmal zur Seite. Und dann lass deine Sitzbeinhöcker hier nochmal richtig schwer in die Unterlage unter dir sinken und nimm mit deine Schultern nochmal weit nach oben zu deinen Ohren hoch und lass sie mit dem Ausatmen deinen Rücken herabgleiten. Finde einen angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln oder im Schoß. Und wenn es sich für dich stimmig anfühlt, dann schließ hier gerne sanft deine Augen oder lass deinen Blick vor dir auf die Erde fallen. Und um gemeinsam zu landen in unserer Praxis heute, lass uns 3 tiefe Atemzüge nehmen. Atme tief ein in deinen Bauch, in deinen Brustkorb, füll dich ganz. Atme lösend aus über deinen geöffneten Mund. Gern mit Geräusch, mit Klang, mit Seufzen. Tief ein durch deine Nase. Ganz lösen. Tief ein durch deine Nase. Atme noch ein wenig mehr Luft ein. Und noch ein wenig mehr. Füll dich bis zum höchsten Punkt und dann verweile hier in dieser Pause. Lass deinen Bauch weich werden, Beckenboden sich entspannen, Schultern weich, Kiefer und Stirn gelöst. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend, seufzend, alles aus. Lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus wiederfinden. Sanft ein und aus durch deine Nase. Und komm hier erst einmal an, bei dir in deinem Sitz, in deinem Körper, in deinem Nervensystem. Nimm die Geräusche um dich herum wahr, die Verbindung deines Körpers mit der Erde, dort wo dein Körper die Erde berührt. Die Bereiche deiner Haut, wo die dich umgebende Luft dich berührt. Nimm einmal wahr, wie du gerade hier bist, mit welchen Anteilen von dir, mit welchen Empfindungen. Und dann beginn deine Aufmerksamkeit davon weg, mehr und mehr nach innen zu ziehen, zu deinem Atem, der ruhig und gleichmäßig in dich hineinströmt und aus deiner Nase wieder heraus. Und wenn du magst, dann nimm dir diesen Fokus, diese Intention, einmal das, was du vielleicht schon kennst, was du erwartest,
woran du vielleicht im Außen manchmal auch festhältst, für die nächste knappe halbe Stunde einmal zu versuchen, gehen zu lassen und außen vor zu lassen, während du dir erlaubst, zu forschen, zu spielen, mit einer Neugierde an die Empfindungen deines Körpers, an die Erfahrungen dieser kurzen Praxis heranzugehen. Dann beginn von hier, deinen Atem tief in deinen Bauch hineinsinken zu lassen mit dem Einatmen. Lass deinen Bauch sich nach vorne weit auswölben. Mit dem Ausatmen Bauchdecke fällt Richtung Körpermitte zurück. Noch zweimal so tief ein in deinen Bauch. Ausatmen, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule ran. Ein in deinen Bauch. Vollständig aus. Und dann atme ein in deinen Bauch. 2, 3. Weiter ein in deine seitlichen Rippen. 3. In deine Lungenflügel, die Schlüsselbeine. 3. Halte kurz. Atme aus, Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Ein Bauch, Rippen, Schlüsselbeine, kurzes Halten, aus Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Ein Bauch, Rippen, Schlüsselbeine, aus Schlüsselbeine, Rippen, Bauch. Mach das noch 3-mal für dich. Nacheinander diese 3 Bereiche deiner Lunge füllend und leerend. Mit diesem kurzen Halten des Atems nach dem Einatmen am höchsten Punkt. In diesem großen yogischen Atem, Maha-Yoga Pranayama. Nach deinem letzten Ausatmen, lass diese Atemtechnik gehen, spür kurz nach. Nimm wahr, wie sich Züge in deinem System anfühlen. Und dann atme noch einmal tief ein. Lösend aus, lass deine Fingerspitzen Richtung Erde sinken. Einatmen, heb deine Arme weit über die Seiten. Streck dich aus deinem Sitz, Handflächen berühren sich über deinem Kopf und ausatmend. Zieh die Daumen bis vor dein Brustbein, vor dein Herz. Einatmen, heb die Arme. Streck dich. Ausatmen, sanfter Druck zwischen Handflächen und Fingerkuppen und zentriere dich. Zieh die Hände ins Anjali Mudra vor dein Herz. Einatmen, heb die Arme über die Seiten, nimm ganz viel Raum ein. Und ausatmend, Hände schließen vor deinem Herzen. Schieb dein Brustbein gegen deine Daumen. Atme ein, nimm Kontakt zu dir auf, spür deinen Herzschlag gegen deine Daumen. Nimm dir noch einmal deinen Fokus, deine Intention für heute. Vielleicht ist diese Qualität von kindlicher, spielerischer Neugierde, von dir zu erlauben, einmal die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Vielleicht ist es ein ganz anderer Fokus. Herzraum, füll deine Intention noch einmal mit Leben, mit Prana. Atme lösend aus. Lass die Hände auf deine Knie sinken. Du kannst die Augen geschlossen halten oder sie aufblinzeln, was für dich angenehmer ist. Wenn du auf einer Unterlage sitzt, komm gerne einmal so ein bisschen von dir runtergerutscht und einatmen, bring Bauch und Brustkorb nach vorne durch. Ausatmen, dreh über eine Oberschenkelseite nach hinten, runde Kinn zum Brustkorb, schau zum Nabel und einatmen, komm über die andere Oberschenkelseite wieder nach vorne gedreht. Sufi-Kreise. Und ich lade dich dazu ein, hier wirklich zu spüren, wie tief möchtest du da heute gehen. Und dann neugierig zu sein. Vielleicht machst du die immer auf eine bestimmte Art, wenn du die kennst.
Vielleicht versuchst du heute, sie ein bisschen anders zu machen, einmal auszuprobieren, was da noch möglich ist. Wenn du immer sehr tief reingehst, ich weiß, dass ich dazu tendiere, weil es sich einfach gut in meinem Körper anfühlt. Wenn du immer sehr tief reingehst, vielleicht ist es heute spannend, ganz kleine Kreise zu machen und hier oben zu bleiben. Und wenn du das Ganze immer sehr wenig flexibel in der Brustgegend machst, oder wenig flexibel ist vielleicht komisch gesagt, aber so sehr kontrolliert, vielleicht lässt du dich heute hier wirklich mal reinschlenkern, nimmst vielleicht auch mal eine Hand hoch und guckst vielleicht auch mal, ob dein Atem anders hier mitkommen möchte. Gar nicht mit dem Einatmen nach vorne, sondern vielleicht mit dem Einatmen nach hinten. Erlaub dir zu spielen und zu forschen. Wenn es sich wenn es sich für dich richtig anfühlt, du vielleicht wieder vorne bist, dann dreh einmal in die andere Richtung. Und probier auch hier aus. Wie ist diese andere Seite? Möchtest du dich auf dieser Seite genauso bewegen wie auf der ersten oder hast du hier das Bedürfnis, etwas zu verändern? Und dann komm hier langsam wieder zur Mitte. Spür einmal kurz nach. Und dann kommen wir in eine Atemtechnik. Und wenn du dazu noch einmal deinen Sitz verändern möchtest, dann tu das gerne. Ich nehme zum Beispiel meinen anderen Unterschenkel einmal nach vorne, weil ich jetzt in der Haltung länger gesessen habe. Und wir kommen in etwas, was ich auch immer wichtig finde. Das ist der leuchtende Schädelatem. Und häufig ist es unser Geist, der uns davor zurückhält, etwas Neues auszuprobieren oder mehr ins Forschen, ins Ausprobieren zu kommen. Und mit der Atemtechnik, diesem Pranayama, wird gesagt, dass wir so ein bisschen unseren Kopf, unseren Schädel von innen polieren, von innen zum Scheinen bringen, auch so ein bisschen aufräumen. Das ist ein aktivierender Atem, auf Sanskrit Kapalabhati. Kappa ist der Schädel und Bhati ist etwas zum Glänzen, zum Leuchten bringen. Und deswegen auch häufig der Shining Skull Breath, der leuchtende Schädelatem. Und anders als beim Feueratem ist der Einatmen nicht aktiv. Der Ausatmen ist wie so ein Ausschnauben aus der Nase, wobei du deinen Bauchnabel ganz fest Richtung Wirbelsäule, Richtung Körpermitte, Richtung Zwerchfell nach innen schnellen lässt. Also und der Einatmen erfolgt passiv einfach, dadurch, dass du die Muskulatur im Bauch wieder löst im Zwerchfell. Und das kann am Anfang ein bisschen herausfordernd sein. Nimm dir gerne als Unterstützung die Hand auf deinen Bauch. Und wir machen das für 30 Sekunden. Dann gebe ich uns 30 Sekunden die Möglichkeit, den Einatmen zu halten. Solltest du schwanger sein, halte den Atem bitte nicht an und praktiziere auch diese aktivierende, kräftige Atmung nicht, sondern atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus stattdessen. Ansonsten gehen wir so in etwa 30 Atemzüge in diesem leuchtenden Schädelatem, Kapalbhati, und dann halten wir den Einatmen, setzen alle 3 Verschlüsse, den Wurzelverschluss, den Bauchverschluss, den Kehlverschluss, Mula Bandha, Uddiyana Bandha und Jalandhara Bandha. Und du hältst so lange, wie es sich für dich gut anfühlt. Wenn du das Bedürfnis hast, vorher wieder auszuatmen, darfst du es natürlich jederzeit gerne tun. Und dann gehen wir in eine zweite Runde, 45 Sekunden Kapalbhati und wieder 30 Sekunden die Möglichkeit zu halten. Richte dich nochmal bequem ein und dann atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein. Ruhig und gleichmäßig aus. Atme ein zu etwa 70% und beginn das stoßweise Ausatmen, passive Einatmen. Deine Bauchdecke schnellt mit jedem Ausatmen zurück zur Wirbelsäule und du lässt sie wieder nach vorne kommen durch die Lösung der Muskulatur. Atme tief ein. Halte den Einatmen, aktiviere Mula Bandha, den Beckenbodenverschluss, den Bauchverschluss und den Kehlverschluss. Bring deinen Blick zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen nach oben.
Wenn du magst, halte hier noch mit mir für etwa 15 Sekunden. Halte, 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 halte. Entspann dabei die Schultern, Kiefer. Und dann atme kurz ein und ruhig und gleichmäßig durch deine Nase aus. Atme ruhig und gleichmäßig ein. Nochmal ruhig und gleichmäßig aus. Und dann starten wir in die zweite Runde, 45 Sekunden. Atme ruhig und gleichmäßig ein. Ruhig und gleichmäßig aus. Atme ein, etwa 75%. Und beginn Kapalbhati, stoßweises Ausatmen. Ungefähr einmal pro Sekunde. Und es ist so ein bisschen so, als würdest du mit deinem Atem durch die Nase eine Kerze auspusten wollen. Atme tief ein. Halte den Einatmen, setz alle 3 Verschlüsse. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Bring deinen Blick zum Punkt zwischen deinen Augenbrauen, so nach oben schielend. Und stell dir vor, die generierte Energie steigt auf entlang deiner Wirbelsäule nach oben zur Scheitelkrone. Du nährst dich damit, füllst dich damit. Wenn du möchtest, noch 10 Sekunden halten hier mit mir. Ansonsten atme jederzeit aus. Atme kurz ein und ruhig und gleichmäßig aus. Lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus wiederfinden. Ruhig und gleichmäßig ein und aus durch deine Nase. Und spür einmal nach. Nimm wahr, was du jetzt in deinem Körper, in deiner Energie, in deinem Geist, in deinen Emotionen spüren kannst. Und manchmal kann es sein, dass dieser Atem so ein bisschen Schwindel erzeugt, ein Prickeln, ein Kribbeln. Vielleicht spürst du auch den Nachhall der Anspannung der Muskulatur in deinem Bauch. Nimm einmal wahr. Und dieser Atem kann zu Beginn herausfordernd sein. Mit der Zeit, wie mit allen Dingen, mit Übung wird es leichter. Und manchmal ist das ein schöner Atem für mich, wenn ich so einen kleinen Reset brauche. Einmal so einen kleinen, wie so ein Wake-up, Espresso. Oder einfach, wenn ich viel in meinem Kopf bin und meinen Geist einmal so ein bisschen ausleeren möchte, dann unterstützt mich das manchmal auch ganz gut. Atme noch einmal ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein. Ruhig und gleichmäßig aus. Blinzel die Augen wieder auf, wenn du sie geschlossen hattest, und komm einmal über deine Knie in einen Vierfüßlerstand gerollt. Bring deine Hände unter deine Schultern, deine Knie unter deine Hüften. Lass die Körpermitte sanft rangezogen und beginn hier einmal Kreise zu drehen über deine Handgelenke. Wirbelsäule lang. Und so ein sanftes Aufwärmen von deinen Handgelenken. Dreh einmal in die andere Richtung. Und dann komm hier wieder zur Mitte. Dreh einmal die Fingerspitzen zu deinen Knien, sodass die Handflächen nach oben zeigen. Das heißt, die beiden Daumen gucken sich an. Stülp schon einmal deine Zehen unter und beginn dich hier so ein bisschen nach hinten zu lehnen. Spür die Dehnung in den Handgelenken, in den Unterarmen. Vielleicht auch eine leichte Dehnung schon in deinen Fußsohlen. Atme dabei ruhig und gleichmäßig weiter. Dann bring deine Fingerspitzen so wieder nach vorne, die Handflächen nach unten und dreh dann hier einmal die Hände so, dass die Daumen außen sind, die Fingerspitzen wieder zu deinen Knien zeigen. Es wird weniger intensiv, je näher du die Hände zu deinen Knien nimmst. Dann beginne ich auch hier wieder zurückzulehnen. Dehn nochmal die Innenseite deiner Unterarme.
Atme. Und gleichzeitig mit diesen untergestülpten Zehen spürst du wahrscheinlich schon ein bisschen Dehnung in deiner Fußsohle. Sehr gut. Dann komm hier wieder nach vorne und nimm dir einmal deinen Gurt oder deine Socke oder was auch immer. Bring die Knie näher zueinander, stülp die Zehen unter und komm von hier in einen Zehensitz. Guck mal, dass der kleine Zeh mitkommt. Wenn das super unangenehm ist es immer der Zehensitz, das ist nichts Ungewöhnliches. Wenn es super unangenehm ist, du kannst dir ein dickes Buch oder einen Block unter deine Knie bringen, dann wird es vielleicht ein wenig angenehmer für dich. Aber ansonsten probier auch hier gerne aus. Lass auch hier das Neue einmal wirken. Und dann atme einmal ein. Nimm den Gurt in eine Hand oder die Socke und heb deine Arme über deinen Kopf. Dann beug den rechten Ellenbogen, lass die Hand zwischen deine Schulterblätter fallen. Du kannst deinem Ellenbogen hier noch so ein bisschen nachhelfen. Und mit der linken Hand, du lässt die Handfläche nach außen zeigen, greifst du dir deinen Gurt. Und dann krabbelst du hier mit den Fingerspitzen näher zueinander und öffnest hier einmal deine Schultern. Und vielleicht löst du auch den Gurt und bringst die Finger ineinander gehakt. Wo auch immer du bist, versuch hier aufrecht zu bleiben, ohne dass du mit deinem Bauch nach vorne kommst, ins Hohlkreuz kommst. Vielleicht lässt du deinen Hinterkopf so ein bisschen in deinen oberen Arm drücken. Noch für 3 Atemzüge hier. Und da passiert gerade ganz viel in den Füßen, ich weiß, und auch hier oben in dem Schulterbereich. Atme ein und ausatmen, löse ganz sanft. Schüttel einmal die Schultern ein bisschen aus. Nimm dann deinen Gurt, deine Socke, was auch immer, in deine linke Hand einatmen, heb die Arme wieder. Und ausatmen, beug aber den linken Ellenbogen, hilf ihm mit der rechten Hand ein bisschen mehr an deinen Kopf ran. Und dann bring deine rechte Hand von unten auf deinen Rücken. Handrücken ist an deiner Wirbelsäule. Und dann greif dir hier wieder den Gurt oder deine Fingerspitzen. Bei mir ist diese linke Seite tatsächlich viel weniger offen als die rechte, sodass ich hier den Gurt fast immer brauche. Schau mal, ob es bei dir da auch eine Asymmetrie gibt, Unterschiede von links nach rechts. Atme hier noch einmal tief ein. Lösend aus. Noch einmal tief ein. Mit dem Ausatmen löst ganz sanft wieder auf. Roll nochmal die Schulter mit dem Einatmen zu den Ohren hoch. Mit dem Ausatmen nach hinten unten. Noch einmal so ein über vorne. Aus nach hinten unten. Und dann bring deine Hände vor dir in die Matte, darauf, wo du wahrscheinlich gewartet hast. Schüttle einmal deine Füße hier in der Luft aus. Du kannst auch die Fußrücken auf die Erde klopfen. Und dann kreis hier gerne einmal deine Knöchel. Sehr gut. Und von hier stülp die Zehen wieder unter. Schieb dein Po Richtung Fersen. Press so doll in deine Hände, dass deine Knie sich beginnen abzuheben. Und dann ganz langsam lässt du dein Steißbein, dein Gesäß nach oben hochkommen, kommst in einen herabschauenden Hund. Und passend zu unserem Thema, kannst du deinen Hund hier auch spielerisch erforschen. Kannst du etwas Neues hier ausprobieren, was du vielleicht sonst nicht so machst. Ich weiß, diese Asanas, in die wir sehr häufig kommen, und dazu gehört meistens der Hund. Da haben wir so eine ganz bestimmte Art und Weise, wie wir reingehen, und dann bleiben wir da meist auch so drin, so wie unser Körper sich das angewöhnt hat. Dann kannst du hier was Neues ausprobieren. Vielleicht geht mal ein Bein hoch. Vielleicht hebst du mal einen Arm und öffnest hier. So als würdest du das allererste Mal deinen Hund hier erforschen, erkunden. Okay. Mach das noch ein paar Atemzüge. Und dann komm hier wieder in deinen statischen Hund. Press gut in die Hände, lass die Finger gut in die Matte geerdet. Mit dem Einatmen hebst du dein rechtes Bein. Zehenspitzen zeigen zur Erde und ausatmen, beug einmal das obere Knie. Öffne deine Hüfte nach rechts, stapel die rechte Hüfte auf die linke und schau mal unter deinem linken Arm, deiner linken Achselhöhle durch, ob du deinen Fuß dort oben sehen kannst. Atme hier noch einmal ein. Und dann ausatmend bringst du deinen rechten Fuß an die Außenseite von deiner rechten Hand. Quasi ganz an der Seite deiner Matte. Deine beiden Hände sind innen
von deinem Fuß und nimm dir hier gerne Blöcke oder dicke Bücher auf die Höhe, die sich für dich gut anfühlt. Und dann lande hier erstmal. Beweg dich ein bisschen vor zurück in dieser Variante von unserem Drachen, von unserer Eidechse. Schau nach vorne, zieh die Schulterblätter nochmal von den Ohren weg. Atme hier ein. Und ausatmend, streck das vordere Bein, schau zum hinteren Fuß. Einatmend sitzt wieder tief im vorderen Knie, schau nach vorn. Ausatmend, streck hier. Einatmend sitzt wieder tief. Ausatmen, streck beide Beine, schieb deine hintere Ferse Richtung Decke und einatmen, komm hier wieder in diese Variante von dem Drachen. Sehr gut. Und dann bring aber deine Hände zur Erde und beginn mit deinen Händen zur Mitte zu krabbeln. Richte beide Zehenspitzen nach vorne aus, die Zehen leicht eingedreht, die Fersen zu den Seiten. Und komm hier einmal in eine weite Grätsche. Du kannst dir auch hier wieder deine Blöcke unter die Hände nehmen, um die Erde näher zu dir ranzuholen. Oder du nimmst deine Bücher. Und wenn du hier spielen möchtest, dann guck mal, was hier möglich ist. Vielleicht beugst du abwechselnd rechtes, linkes Knie, verschiebst dich so ein bisschen von links nach rechts. Vielleicht bleibst du auch mit beiden Beinen gestreckt und beginnst deine Hände zwischen deine Füße zu wandern, schulterbreiter Abstand. Und einmal damit zu spielen, wie es ist, wenn du dein Gewicht mehr in deine Zehenspitzen verlagerst und vielleicht kurz die Fersen mal abheben lässt. Und wenn es in deiner Praxis ist, dann kannst du hier natürlich auch mit dem Tripod Kopfstand spielen, wo du die Schädelkrone auf die Erde bringst und dann vielleicht dich da rein hoch bewegst. Wo auch immer du bist, forsche hier, sei neugierig. Ein bisschen davon wegkommt, wie das auszusehen hat in deinem Kopf, sondern eher, wie es sich anfühlt. Sehr gut. Nimm dir hier noch 2, 3 tiefe Atemzüge und dann bring einmal deine Hände wieder in die Erde, krabbel einmal nach vorne, komm in einen geraden Rücken und dann wanderst du zu deinem linken Fuß an die Rückseite deiner Matte, drehst die Zehenspitzen vom linken Fuß nach vorne, kommst wieder mit deinen Händen und deinem Rücken, sollte ich sagen, auf die Innenseite von deinem vorderen Fuß. Hintere Ferse ist gehoben, du bist auf den Zehenspitzen. Werd auch hier erstmal wieder lang in deinem Rücken. Zieh die Schulterblätter von den Ohren weg. Die Schulterblätter zusammen, die Schultern von den Ohren weg. Und schau nach vorne. Vielleicht bewegst du dich so ein bisschen von links nach rechts. Drehst hier kleine Kreise. Atme ein. Und ausatmen, streck auch hier wieder beide Beine. Schau zum hinteren Fuß. Einatmen, sink wieder tief. Schau nach vorne. Ausatmen, streck das vordere Bein. Einatmen, komm wieder tief. Lass deine Wirbelsäule lang. Ausatmen, noch einmal hier zum hinteren Fuß schauen, vorderes Bein gestreckt. Einatmen, komm nach vorne. Und dann krabbelst du wieder von hier mit deinen Händen zur Mitte deiner Matte. Kommst in eine weite Grätsche, lässt dich nochmal nach unten sinken. Vielleicht bringst du die Hände gefaltet in deinen unteren Rücken, lässt sie noch einmal über deinen Kopf nach vorne fallen, um deine Schultern ein wenig zu öffnen. Vielleicht ist auch hier so ein von links nach rechts sich hin und her shiften, abwechselnd das rechte Knie beugen und das linke. Und vielleicht machst du gerade irgendwas ganz anderes und auch das ist okay. Probier dich hier aus. Und dann ganz egal, wo du bist, lass die Hände wieder unter in dein Gesicht fallen, richte dich hier einmal halb auf, komm auf die Fingerspitzen, atme ein. Und dann Ferse C, bring deine Füße ein bisschen breiter als hüftbreit zueinander, lass die Knie nach rechts und links außen gehen. Nimm dir, wenn du magst, einen Block unter deinen Po. Wir landen in unserer yogischen Hocke. Bring einmal die Handflächen zueinander, schieb mit den Ellenbogen in die Innenseiten deiner Knie. Und wir bleiben hier ein paar Momente. Und schau mal, ob du hier ganz statisch heute bleiben möchtest, in der Ruhe, deinen Bauch lösen möchtest, den Beckenboden. Oder ob es sich vielleicht interessant anfühlt, hier auch wieder ein bisschen zu spielen, von Seite zu Seite dich zu bewegen, zu schauen, wo die Arme hinkommen können.
Und bist du noch verbunden mit dieser Qualität von dem Spielerischen, von der Neugierde? Oder ist da dieses, ich bin immer so hier drin, also gehe ich jetzt auch so hier rein. Nimm dir ein paar Atemzüge noch. Mit der Bewegung oder in der Stille, die du gerade für dich erkundest. Dann bringe einmal noch, wenn du es nicht schon hast, die Hände wieder vor deinem Herzen zusammen. Richte deine Wirbelsäule nochmal richtig lang auf. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen erlaub deinem Bauch, deinem Beckenboden nochmal ganz weich zu werden. Als würdest du Richtung Erde hinsinken wollen mit deinem Schoß. Noch zweimal so tief ein. Und lösend aus. Tief ein. Und ausatmen. Und dann löst deine Hände, bring sie einmal hinter deinen Po, sodass du dich auf deinen Po zurücksetzen kannst. Komm hier in einen Sitz deiner Wahl. Gerne ein bisschen erhöht, sodass dein Rücken schon schön lang bleiben kann. Und dann nehmen wir uns einen kurzen Moment, wie immer, um hier einmal nachzuspüren, um nachzufühlen. Und dazu lass deine Wirbelsäule nochmal Richtung Decke wachsen. Du kannst dir vorstellen, hier oben auf deiner Scheitelkrone ist so ein Faden, der dich wie bei einer Marionette sanft nach oben zieht. Lass die Schultern, deinen Rücken nochmal herabgleiten. Vielleicht greifst du ein Mudra mit deinen Händen, Daumen und Zeigefinger zusammen. Und wenn du magst, schließ gerne noch einmal deine Augen oder lass deinen Blick ohne Fokus weich vor dir auf die Erde fallen. Atme tief, tief ein. Lösend aus. Erlaube dir, die Kontrolle über deinen Atem hier abzugeben und ihn nach und nach wieder seinen ganz natürlichen Rhythmus finden zu lassen. Ein und aus durch deine Nase. Natürlich, wenn du verschnupft bist, auch durch den Mund. Und komm mit deiner Aufmerksamkeit einmal zu all den Empfindungen, zu all dem, was jetzt gerade lebendig in dir ist. Wo spürst du etwas in deinem Körper und wie fühlt sich das an? Wie ist deine Energie? Was ist gerade in deinem Geist los in diesem Moment? Und ist da vielleicht auch ein Gefühl, eine Emotion, die du ganz besonders deutlich gerade wahrnimmst? Ohne zu werten, nimm das alles wahr und beobachte. Bade für einen kurzen Moment noch in dem Nachhall, in der Wirkung, die diese Praxis auf dich und dein System hat und hatte, bis ich dich in ein paar Momenten mit einem Klang aus dieser kurzen Meditation wieder zurückhole.
Dann atme tief ein. Füll Bauch, Brustkorb noch einmal mit Luft und lass seufzend, lösend alles über deinen Mund gehen. Lass deine Hände in einer Geste der Dankbarkeit vor deinem Herzen zusammenkommen. Vielleicht ist es im Anjali Mudra, der Gebetshaltung. Vielleicht sind es beide Hände auf deinem Brustkorb, auf deinem Herz. Und dann schenk dir selbst hier einen Moment der Dankbarkeit für dich selber, dass du heute auf deine Matte gekommen bist, dass du dir Zeit genommen hast für dich, dass du mutig warst, dich ausprobiert hast, dir erlaubt hast zu spielen. Ein bisschen diese vorgefertigten Bilder, die wir uns entweder selbst erschaffen oder die wir von außen aufgenommen haben, wie eine Bewegung, wie eine Haltung, wie eine Erfahrung auszusehen hat. Dir zu erlauben, diese ein bisschen zu hinterfragen, den Blickwinkel da zu wechseln und ja, ganz neugierig zu forschen. Und ich wünsche uns allen, dass wir das auch immer wieder abseits der Matte tun, dass wir nicht festgefahren in unseren Annahmen, in unseren Mustern, in unseren Denkweisen bleiben, sondern dass wir uns immer wieder auch dort erlauben zu forschen, zu spielen, neugierig zu sein. Dann lass uns hier noch einmal tief, tief gemeinsam einatmen. Ganz lösend, seufzend aus. Blinze gern die Augen auf. Langsam orientiere dich bei dir im Raum. Ich schaue immer total gern bei mir aus den Fenstern und sehe da die Bäume, die jetzt langsam in ihren Herbstfarben beginnen zu leuchten, in Gelb und Rot. Manchmal ist auch ein Vogel. Und ich finde dieses Orientieren, dieses sich erstmal wieder verorten, immer super hilfreich für mein Nervensystem. Ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst. Es war mir eine Freude, diese Praxis mit dir zu teilen. Ich bin dir sehr dankbar und freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst oder mir ein Like da lässt oder einen Kommentar unter dem Video, wenn ich es hochgeladen habe. Das mache ich meist so 2 Tage nach diesem Live am Dienstag. Und ja, wenn du Wünsche hast, Feedback, Fragen, dann lass auch die gerne da. Ich freue mich total über den Austausch mit dir und die Begegnung mit dir und wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wo du gerade bist. Und ja, danke dir. Namaste.